Während wir uns kürzlich den nächtlichen Kinderträumen unserer beiden Heldinnen widmeten und dabei feststellen konnten, dass sie in vielerlei Hinsicht weniger gemeinsam haben als zunächst angenommen, lenken wir heute unseren Blick auf die Beziehung zwischen den Eltern und ihren Kindern. Wir nehmen uns die Zeit, die lehrreichen Tage von Alleen Wehen und ihrem Vater Tador zu beobachten, während sie durch die dichten Wälder streifen und die Geheimnisse der Pflanzen und Tiere erkunden. Diese Ausbildung ist von entscheidender Bedeutung, um die jungen Elben an die Herausforderungen ihrer Lebenswelt und an eine tiefe Verbindung mit der Natur heranzuführen. Dabei erfahren wir nicht nur von den Gefahren, die in den Schatten des Waldes lauern, sondern auch von den kostbaren Momenten der Verbundenheit zwischen Vater und Tochter. Durch ihre gemeinsamen Abenteuer formt sich eine starke Bindung zwischen den beiden, die von Vertrauen, Respekt und Liebe geprägt ist. Na, Kleines, bist du gestärkt und bereit für unser heutiges Abenteuer im Wald? Ja, Papa, ich freue mich schon sehr darauf. Darf ich Mutte mitnehmen? Den lassen wir heute mal da. Er soll ja nicht die Tiere aufschrecken. Na gut. Bis später, Mutte. Dann lass uns losgehen. Heute werde ich dir einige wichtige Dinge über den Wald erzählen. Wir werden Kräuter entdecken, die uns das Leben retten können. Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht einige Tiere beobachten und wie sie sich im Wald verhalten. Das klingt aufregend, Papa. Welche Kräuter werden wir denn finden? Wir werden nach Beifuß suchen, der bei Bauchschmerzen nach zu viel Blaubeersaft hilft, und nach Ringelblumen, die zur Linderung von schmerzhaften Wunden eingesetzt werden. Außerdem werde ich dir zeigen, wie man Bärenklau erkennt, eine mächtige Pflanze, deren Berührung wir meiden sollten. Bärenklau, Beifuß und Ringelblumen. Ich bin so gespannt, wie die aussehen und ob sie duften. Siehst du das? Hier sind Ringelblumen. Präge sie dir gut ein, denn sie können dir eines Tages bei schlimmen Wunden helfen. Ihre Blüten haben heilende Eigenschaften, die dazu beitragen, dass Verletzungen besser verheilen. Sie können Leben retten. Vielleicht finden wir bei unserem nächsten Streifzug sogar Königskraut. Ringelblumen, ja, Papa, das werde ich mir merken. Sie duften auch so lecker. Ja, das stimmt. Aber denke daran, Lenchen, pflücke sie nur, wenn du sie wirklich benötigst. Kräuter und Blumen sind ein Geschenk der Natur und verdienen unseren Respekt. Indem wir sie ehren und schützen, erhalten wir nicht nur ihre Heilkraft, sondern auch Lebensfreude und Energie. Oh, jetzt habe ich schon eine gepflückt, Papa. Das macht nichts, mein Liebes. Es ist wichtig, dass wir achtsam mit der Natur umgehen. Ein paar Blumen für deine Freude zu pflücken ist in Ordnung, solange du sie nicht übermäßig und sinnlos zerstörst. Verstanden, Papa. Ich werde darauf achten. Und nun zu den Tieren. Wir werden genau beobachten, wie sich die Tiere verhalten und ihre Körpersprache lesen. Achte auf die Ohren und den Schwanz eines Tieres, das kann uns viel über ihre Stimmung verraten. Schau mal, Papa. Da ist ein schöner, lieber Hirsch. Seine Ohren sind aufmerksam nach vorne gerichtet und sein Schwanz ist gerade. Der hat keine Angst, oder? Ganz genau. Der Hirsch ist ein scheues und gleichzeitig stolzes Tier. Seine aufgerichteten Ohren signalisieren, dass er seine Umgebung genau beobachtet und mögliche Gefahren wahrnimmt. Sein ruhiger Schwanz zeigt, dass er sich momentan nicht bedroht fühlt. Er ist so niedlich und schön anzusehen. Ich wünschte, wir könnten näher an ihn herankommen, um ihn zu streicheln. Wir sollten ihn lieber nicht stören, Lenchen. Es ist wichtig, die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu respektieren und ihnen ihren Freiraum zu lassen. Aber wir können von der Ferne weiter beobachten und lernen, wie sie sich verhalten. Oh, na gut. Er ist bestimmt ganz flauschig. Aber wenn er nicht gestreichelt werden mag... Schau mal da, der bunte Vogel. Der ist ja hübsch. Aber irgendwas riecht hier komisch. Na sowas. Das ist ein Miefsittich, ein sehr seltenes Exemplar dieser Gattung. Fast ausgestorben. So hübsch er ist, so heftig riecht er leider auch. Dies dient zur Abschreckung von Fressfeinden.
unglaublich, was die Natur sich so alles einfallen lässt. Den mag man nicht mal streicheln. Hihi. Oh, und mit seinem lustigen Schnabel zupft er gerade Pilzsporen und Nacktschnecken ab. Die schmecken ihm wohl gut. Hihi. Und hier kommen auch wieder Pflanzen ins Spiel. So musst du lernen, wie wichtig es ist, sie zu schützen, damit sie weiterblühen und die Natur beleben können. Sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch lebenswichtig für viele Tiere. Das ist wahr, Papa. Ich werde darauf achten, keine Blumen zu beschädigen, weil sonst haben die Tiere ja nichts zu fressen. Sehr gut, Kleines. Ich bin stolz auf dich, wie schnell du es begriffen hast. Das Wasser ist die Quelle allen Lebens, mein Lenchen. Der Bach hier verdeutlicht die immense Bedeutung des Wassers für die Natur. Es dient als lebenswichtige Quelle, indem es uns mit Nahrung versorgt, unseren Durst stillt und das Wachstum sämtlicher Lebewesen fördert. Oh toll! Und wie schön es plätschert und glitzert. Besonders rein ist es, wenn es aus einem Felsen oder Berg entspringt. Trinke nicht aus abgelegenen oder alten Teichen, da sie Krankheiten übertragen könnten. Das fließende oder Quellwasser ist meistens sauberer und frischer. Es hat weniger Zeit zu stagnieren und zu verunreinigen. Ah, das wusste ich nicht, Papa. Ich habe schon mal aus dem Froschteich getrunken, da wo die vielen Seerosen drauf sind. Das mache ich dann jetzt lieber nicht mehr. Es freut mich, dass du so begeistert bist, Lenchen. Es ist wichtig, dass wir lernen, im Einklang mit der Natur zu leben und sie zu respektieren. Halt bitte die Fackel einen Moment. Mach ich. Warte, Kleines. Ich habe hier etwas Besonderes für dich. Was denn, Papa? Schau her. Ich habe aus Hölzchen und herabgefallenen Blättern eine kleine Waldkrone gemacht, damit du sehen kannst, wie stolz ich auf dich bin. Oh, wie schön, Papa. Dankeschön. Du hast in letzter Zeit so viel gelernt und dich so bemüht, mein Kind. Diese Krone soll dir zeigen, wie sehr ich deine Anstrengungen schätze und wie sehr ich dich liebe. Danke, Papa. Ich bin ganz glücklich. Bin ich jetzt eine Prinzessin? Du wirst immer meine besondere Prinzessin sein, Lenchen. Mögest du immer wissen, wie sehr ich dich liebe und wie stolz ich auf dich bin. Komm, lass uns weitergehen und die Schönheit des Waldes erkunden. Ja, Papa. La 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 la. Während Tador und Alenwen weiterhin kleine, lehrreiche Abenteuer erleben, lenken wir unseren Blick auf meine Tochter Skaldif und meine Frau Wemara. Auch in unserer Welt, unter den Söhnen und Töchtern Beorns, ist es üblich, dass die Kinder von klein auf in die Geheimnisse der Natur und die Traditionen unseres Volkes eingeweiht werden. Neben den Lehren über die Bedeutung von Honig und wie man ihn gewinnt, lernt Skaldif auch das traditionelle Honigkuchenbacken, eine Kunst, die seit Generationen in unserer Familie weitergegeben wird. Darüber hinaus wird sie auch in die Aufgaben unserer Gemeinschaft eingeführt. Das Absichern gewisser Grenzen und Pässe sowie die Verteidigung gegen Eindringlinge sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Ausbildung. So lernt mein Kind nicht nur den Umgang mit Gefahren, sondern stärkt auch ihren Zusammenhalt mit den anderen Beorningern. Es ist eine Zeit der Vorbereitung für Skaldif, eine Zeit des Lernens und Wachsens, während sie langsam ihre eigene Identität und ihren Platz in unserer Gemeinschaft entdeckt.
Nun, mein Kind, bevor wir zu den Bienen gehen, möchtest du vielleicht etwas über ihre Bedeutung erfahren? Mama, das ist doch einfach. Bienen sind wichtig für die Bestäubung von Blumen und machen den Honig. Das ist richtig, aber es gibt noch mehr zu lernen, Skaldiv. Was weißt du denn zum Beispiel über die Königin? Die Bienenkönigin braucht einen Papakönig und dann gibt's die ganzen Babybienen. Nö, Aber wo kommen denn die ganzen Bienenbabys her? das lass mal Papa beantworten. Hast du schon einmal von Propolis gehört? Propolo, ja, das ist ein Zeug, das die Bienen aus Baumharz herstellen, um ihre Bienenstöcke zu versiegeln. Weiß doch jedes Baby. Das stimmt, Kleines. Obendrein dient Propolis zur Heilung von Wunden. Also wenn ich dann verletzt bin, darf ich ganz viel Honigkuchen essen? Nö, Wann darf ich überhaupt mal Honigkuchen essen? Propolis hat antibakterielle, antimikrobielle und antivirale Eigenschaften. Deshalb wird es auch in der Heilkunde verwendet, um Wunden zu desinfizieren und die Heilung zu fördern. Aber wenn ich zum Beispiel 10 Honigkuchen essen würde, ist dann die Wirkung nicht genauso gut? Man könnte es doch mit einbacken. Also ich würde mich dann ganz doll freuen und ganz schnell wieder gesund werden. Ach, Skaldiv. Es gibt auch diese Möglichkeiten, Propolis einzunehmen. Diese ist aber eher auf Dauer ungesund für dich. Besser ist es, Propolis in Form von Tropfen oder Tinkturen einzunehmen. Diese kannst du direkt auf die betroffene Stelle auftragen oder in Wasser oder Tee mischen und trinken. Gut, Mama, hab's kapiert. Nix Honigkuchen. Uah. So, meine Kleine. Hier sind einige Bienenkörbe. Was machst du, wenn du davor stehst? Ich schlecker den Honig raus. Nö, Skaldiv. Bienen sind wunderbare, aber auch sensible Geschöpfe. Du musst lernen, sie mit Respekt zu behandeln. Du musst vorsichtig sein, wenn du den Honig ernten willst. Die Bienen sind unsere Freunde, aber wir müssen auch ihre Bedürfnisse respektieren. Ja, Mama, kapiert. Und denke daran, immer behutsam zu sein und die Bienen nicht zu stören. Ich werde dir erzählen, wie wir den Honig gewinnen. Jetzt wird's spannend. In die Bienenstöcke tragen die Bienen den Nektar aus den Blumen. Was machen Sie damit, Mama? Die Bienen verwandeln den Nektar in Honig. Sie schlucken ihn und speichern ihn in ihrem Bauch. In Ihrem Bauch? Also ist Honig eigentlich Bienenkotze. Wie kriegen wir den da raus? Wir warten, bis die Bienen den Honig in den Waben im Bienenstock gelagert haben. Wenn die Waben voll sind, holen wir sie vorsichtig heraus. Dann müssen wir den Honig von den Waben trennen. Dafür benutzen wir ein spezielles Werkzeug, das die Waben sanft öffnet und der Honig kann herausfließen. Lecker, das weiß ich, Mama. Ach ja, Ich hab's beobachtet. na gut, Kleines. Es ist wichtig, dass du verstehst, woher unser Honig kommt und wie viel Arbeit die Bienen dafür leisten. Hab's kapiert, Mama. Können wir jetzt ein bisschen Honig schleckern und Billwisse verhauen? Nö. Aber ich möchte dir noch etwas zeigen. Schau mal, hier ist ein Bienenvolk. Es wird ab sofort deine Verantwortung sein. Ein eigenes Bienenvolk? Das ist ja der Hammer. Du wirst dich um die Bienen kümmern, mein Schatz. Du wirst ihre Hüterin sein und dich um das Wohl des gesamten Volkes kümmern. Die Bienen werden dir dabei helfen, die Natur besser zu verstehen und die Welt um dich herum zu schützen. Ja, und dann können die Bienen all die Blumen bestäuben und Honig machen, oder? Genau, Skaldiv. Das können sie aber nur, wenn sie sich wohlfühlen und es genug Blumen gibt. Jede Blume ist wichtig. Schütze sie so gut du kannst. Ich kann so viel Honig essen, wie ich will. Klar, beschützen kann ich am besten. Das weiß ich, mein Schatz. Du wirst eine wunderbare Bienenhüterin sein. Danke, Mama. Ich werde mich jeden Tag darum kümmern. Klasse, mein eigenes Bienenvolk. Gut, Kleines, nun komm. Ich zeige dir nun einen Ort, den du ebenfalls respektieren solltest. Hauen wir auch ein paar Billwissen auf die Nase? Heute nicht, Kleines, heute nicht. Langweilig. Da mein Kind jetzt einiges über Honig erfahren hat, setzen die beiden ihren Weg in Richtung des Waldtores fort.
Dieses Tor markiert die Grenze zwischen den Territorien der Elben und der Beorninger. Während sie auf ihrem Weg dorthin sind, erzählt meine Tochter aufgeregt von ihren bisherigen Erlebnissen und Abenteuern, die sie bereits erlebt hat. Sie ist stolz darauf, wie sie schon Billwisse verscheucht und verhaut hat und fühlt sich bereits wie eine große Kriegerin. Wimara schmunzelte, während sie gemeinsam Schritt für Schritt voranschreiten und schließlich das Waldtor erreichten. Siehst du dieses Tor, Skaldiv? Es markiert die Grenze zwischen unserem Volk, den Beorningern und den Elben. Ja, Mama, hier war ich schon oft. Die Elben sind doof. Skaldiv, sowas will ich nicht hören. Gerade wenn wir nicht viel über andere wissen, ist es wichtig, dass wir Respekt für fremde Völker und ihre Wege haben. Aha. Sind Sie also nicht unsere Freunde? Freundschaft ist ein großes Wort, Kind. Wir leben getrennte Leben. Wir respektieren uns gegenseitig, ohne uns dabei auf die Nerven zu gehen. Darf ich auch mal in den Wald gehen oder ist das verboten? Du darfst sicher eines Tages passieren, wenn du den nötigen Respekt zollst, Kind. So kommen wir bisher mit den Elben sehr gut aus, dein Vater und ich. Sieh mal, da kommt Tador. Ein weiser und wichtiger Botschafter, der sich mit deinem Vater schon oft beraten hat. Offenbar hat er seine Tochter dabei. Die habe ich schon mal gesehen, die ist auch doof. Skaldiv! Seid gegrüßt, Wimara. Thado! Hallo. Skaldiv, sag Hallo! Hallo. Wie ich sehe, auch ihr beiden folgt dem Pfad der Erziehung. In der Tat, verehrte Wimara. Eine kleine Kunde über den Wald und seine Geheimnisse. Langweilig. Skaldiv! Was habe ich dir gerade erklärt? Ja. Mein Kind hat heute eine Einführung in die Welt der Bienen bekommen. Oh ja, ich habe auch mein eigenes Volk. Ich bin die Königin der Bienenkönigin. Boah. Ja, ja. Lenchen ist die kleine Prinzessin der Tierwelt in unserem Wald. Oh ja. Prinzessin ist was für Babys. Skaldiv! Ich entschuldige mich, Herr Tador. Schon gut. Wer könnte das besser verstehen als ich? Könnte ich euch für einen Moment unter 4 Augen sprechen? Aber natürlich, Skaldiv, spiel ein bisschen mit Lenchen. Nö und nö, ich will nicht. Du wirst dich jetzt 5 Minuten zusammenreißen. Bis gleich, Lenchen. Nach euch, Herr Tador. Sollen wir was spielen? Billwisse verhauen, klaro. Nein. Ich meinte vielleicht Blumen und Kräuter bestimmen oder so. Babykram. Guck mal, was ich kann. Sowas können nur Krieger. Soll ich dir meine Schmetterlinge zeigen? Schmetterlinge sind die Leibspeise von Libellen. Ich mag Libellen. Die sind groß und laut und fressen Schmetterlinge. Das ist ja schrecklich. Das ist die Natur. Hast du auch Haustiere? Ja klar, ich habe einen Feuersalamander, der heißt Schnapp und ist saugiftig. Einen, oh je, das ist ja gruselig. Und ein Pony, das kann treten und beißen und 1 Million Bienen, die können dich in 0, nix zu Brei stechen, wenn ich will. Papa? Kind, lass den Unfug. Ich sag das jetzt nicht noch einmal. Immer muss ich zuhören und artig sein und lernen und nie gibt's Honigkuchen. Oh, Honigkuchen klingt aber lecker. Ist er auch. Ich weiß sogar, wie man den macht und du nicht. Nein, das stimmt.
Ich weiß aber, wie man schlimme Wunden heilen kann. Oh ja. Weiß ich schon lange. Mit Propolis nämlich, so. Oh, das kenne ich nicht. Ich kenne nur Ringelblumen. Ah, du hast einfach keine Ahnung. So sieht's nämlich aus. Hab ich wohl. Das hat mir nämlich mein Papa erklärt. Oh, ach so. Ich wette, meine Mama ist stärker als dein Papa. Gar nicht wahr. Mein Papa ist der Stärkste auf der ganzen Welt. Sollen wir kämpfen? Nein? Papa! Entschuldigt, Tador, das Kind ist noch recht unbesonnen im respektvollen Umgang mit anderen. Ich fürchte, da gibt es noch einiges zu lernen. Jede Begegnung kann eine Lektion sein, Wemara. Vielleicht sollten wir den Umgang etwas fördern und die Kinder mehr zueinander bringen. Keine schlechte Idee. Wir sehen uns. Auf bald. Glaubst du, dass dein Verhalten vorhin angemessen war? Keine Ahnung. Dann sage ich dir klipp und klar, dass es das nicht war. Du hast noch viel zu lernen. Man kann dich ja nicht aus den Augen lassen. Langweilig. Deine nächsten Lektionen werden Anstand und Respekt beinhalten, Fräulein. Oh, oh. Mit diesem lehrreichen Tag neigt sich die heutige Episode ihrem Ende zu. Wir dürfen gespannt sein, wie meine Tochter die Erkenntnisse in ihr eigenes Leben integrieren wird. Werden die Lehren ihrer Mutter und die Erfahrungen, die sie heute gemacht hat, ihre Sichtweise verändern und sie zu neuen Taten inspirieren? Während das Elbenmädchen, eingehüllt von den warmen Gedanken an diesen besonderen Tag, langsam in den Schlaf gleitet, bleibt die Hoffnung, dass sie mit einem reichen Schatz an Wissen und Erfahrung erwacht. Wenn euch diese Episode genauso erfreut hat wie mich, dann hinterlasst gerne ein paar Worte und teilt diese kostbaren Momente auch mit euren Freunden. Denn gemeinsam lernt und staunt und freut es sich am schönsten. So, es hat dir also Freude bereitet? Weißt du, dass dieses Kind mich sehr an dich und deine Pflegeljahre erinnert? Popololopolis. Propolpolopop. Ach, scheißegal. Propolis, meine Nerven. Ja doch, Mama. Heilkräuter, Ringelblumen können Leben retten. Schön. Schlaf gut, mein Lenchen. Meine Prinzessin. Das wird sich früher oder später mal rächen, Tador. Sie versteht es schon richtig. Prinzessin ist was für Babys. Skaldiff. Gute Nacht. Und ihr? Ab sofort könnt ihr über uns alle mehr erfahren. Wir haben ganz viele Informationen über uns zusammengestellt. Besucht dazu die neue Webseite, die hier eingeblendet ist. Viel Vergnügen.